Mahlzeit, mein Name ist Balfmann und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Wir schauen uns heute Floor Jansen an, Sängerin von Nightwish und natürlich, sie hat auch ein Soloprojekt mit einem musikalischen Beitrag aus dem niederländischen TV. Das Ganze habe ich von euch zugeschickt bekommen, vielen Dank dafür, denn ich hatte vor 2 Wochen ungefähr angekündigt, dass Floor Jansen auch im deutschen Fernsehen in einer Musikshow mitmacht. Das Ganze werde ich euch nochmal hier oben verlinken. Und ja, aus diesem niederländischen TV hatte ich mir überlegt, erst Phantom der Opera zu reacten, habe mich dann aber dagegen entschieden. Denn A, ich wollte mal einen nicht-englischen Beitrag von Floor sehen, einfach eine andere Sprache, weil ich auch sehr gespannt bin, ob sie in der deutschen Sendung auch vielleicht einen deutschen Beitrag leistet. Und einfach mal schon mal ein bisschen andere Fremdsprachen von ihr zu hören, denn sie ist ja ein sprachliches Talent. Und B, ist mir Phantom der Opera ist ein super geiler Song, aber ich finde, er beinhaltet schon sehr viele opernhafte und Metal-Elemente von Grund auf. Und auch da habe ich mir gedacht, das ist einfach zu nah an dem, was ich sowieso schon von Nightwish und Co. kenne. Da würde ich jetzt doch lieber mal einen anderen Song sehen, also einfach eine andere Facette von Floor sehen. Dementsprechend habe ich mich jetzt für einen nicht englischsprachigen Song auch entschieden und werde den natürlich wie immer unten verlinken. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, schlagt mir gerne weitere Sachen vor und kleine Info an die Leute mit kleinen Bands oder die Newcomer. Ich reacte neben diesen großen Bands auch regelmäßig kleine Nachwuchsleute, die vielleicht erst 50 oder 100 Abonnenten auf YouTube haben. Schreibt mich dazu an. Und vielleicht habt ihr die Chance, auch so an den einen oder anderen neuen Fan zu kommen, beziehungsweise für euch, ihr habt vielleicht die Chance, die eine oder andere neue Band zu entdecken. So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Ich wünsche euch und mir wie immer viel Spaß, dieses Mal mit Floor Jansen. Tu familia está contenta porque estás con él, que ya se te olvidó lo que hubo entre tú y yo. Pero tras mis sueños no soy digno de tu amor. Yo te di mi vida. Ich muss kurz aufhören. Derjenige, der da gerade so gegrinst hat, ich vermute mal, dass das der Originalkünstler des Songs ist. Wie gesagt, man covert immer Songs von einem bestimmten Künstler und er wirkte gerade sehr begeistert, wenn ich das so sagen darf. Ich mache nochmal ein Stück zurück. Hier ist, glaube ich, ein Opernsänger. Der hat bei Phantom of the Opera mitgemacht. Das ist dieser Port, heißt der, glaube ich. Das weiß ich noch. Alle anderen Künstler sind mir ehrlich gesagt mir unbekannt. Wenn ihr da gute Vorschläge habt, gerne raushauen. So, jetzt aber, Entschuldigung, jetzt geht's tatsächlich weiter mit Floor. Tantas veces, qué buena ecuación, que se siente, es enorme que se siente, hace sufrir a una persona, lo está haciendo ahora, que se siente, olvidarme que se siente, arrancarme de tu boca, que te está pasando ahora. Richtig geil.
Ja, ne, das haben wir jetzt. Ich mache nochmal hier ein schönes Hintergrundbild. So. Ja, sehr, sehr cooler Song. Für mich sehr, sehr spannend, Floor mal nicht auf Englisch singen zu hören. Was ganz anderes. Und wie gesagt, ich bin jetzt sprachlich gesehen nicht der Experte, aber für mich hörte sich das halt schon sehr natürlich an. Also ich habe da jetzt keinen englischen Akzent rausgehört oder sowas. Also fand ich schon sehr spannend. Nochmal kurz einhaken zu dieser Phantom der Opera-Geschichte. Es gibt auch ein Phantom der Opera von Antonio Banderas mit Sarah Brightman. Und wenn man das hört, da hört man zum Beispiel genau raus, dass Antonio Banderas einen Akzent hat, wenn er Englisch spricht und sowas. Also fiel mir jetzt gerade nur so ein. Nebenbei werde ich euch, wenn ich dran denke, unten einfach verlinken. Finde ich auch ein sehr, sehr cooles Video. Ist schon ein paar Jährchen älter, aber sehr, sehr cool. Ja, ansonsten sieht man halt, dass Floor nicht nur Metal und Rock-Opera kann, sondern halt auch eben ein paar andere Songs. Ich bin tatsächlich gespannt, was es sonst noch an Songs gibt, die nicht so in diesen typischen Metal-Bereich reingehen. Also das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Wenn ihr da Vorschläge habt, gerne mich anschreiben. Meine Liste ist voll, aber ich versuche es immer alles irgendwie unterzubekommen. Und ich glaube einfach, dass Floor einfach eine verdammt gute Sängerin ist mittlerweile. Ihr hattet das ja schon haufenweise unter die Kommentare geschrieben, das glaube ich euch immer, aber wenn man das dann nochmal selber hört oder jetzt halt dann eben auch einfach mal sie nicht in ihrem ursprünglichen Genre sieht, sondern einfach dann halt auf einer anderen Sprache, in einem ganz anderen Format, ohne ihre standardmäßige Band, dann finde ich, kristallisiert sich das Ganze einfach nochmal ganz anders hervor und gibt so musikalische Qualitäten. Ja, das ist einfach, wenn man halt einen Sänger nimmt aus seinem bekannten Umfeld und dann woanders hinstellt und er einfach so krass abliefert, wie das jetzt hier gerade war, ist schon eine Klasse für sich. Kann ich nicht anders sagen. Ja, wie gesagt, ansonsten zum Stimmenvolumen etc. Ihr wisst selber, ich bin weder Vocal Coach noch ja, irgendwie großartiger selber Künstler. Ich bin einfach nur leidenschaftlicher Hobbyist. Es hat mir einfach wieder gut gefallen und ich hoffe, dass ich euch demnächst weiterhin mit tollen neuen Beiträgen und natürlich auch, was ich demnächst ein bisschen fokussieren werde, der Newcomer-Vorstellung und kleineren Bands, dem Support für kleineren Bands, dass ich euch damit auch nochmal ein umfassenderes musikalisches Spektrum bieten kann und ihr vielleicht auch noch die ein oder andere Newcomer-Perle finden werdet. So, das war jetzt genug von mir und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr von dem Video haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr so out of the box von anderen Künstlern mir vorschlagt oder euch wünscht oder doch lieber ein bisschen mehr straight im Rock- und Metal-Bereich. Schreibt mir das gerne unten rein. Ich gucke ein bisschen, demnächst gibt es auch wieder ein bisschen was Neues. Da kommt Ende November noch ein kleines Update auf euch zu und dann, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß, schaut euch Floor an oder klickt gleich ein bisschen in meinen Playlisten rum. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Bis dahin, euer Balfemore. Ciao!